Alright people, heute nächster Bautag. Es geht mal wieder um kleine statische Probleme. Zum einen gibt es eine Wand, und zwar die hinter mir, die vielleicht umgeschubst werden muss, und es gibt noch einen Sturz, einen Stahlträgersturz, der unterstützt werden will. Hier sehen wir diesen Stahlträger. Der soll jetzt hier eine Unterstützung bekommen, und zwar diese. Und hier gießen wir so eine kleine Plattform. Außerdem haben wir Besuch von Konzi. Yes. Back in the game. Diese Wand hier wird gegebenenfalls dann auch noch umgestürzt. Denn sie wackelt so ein bisschen. Also dieser Sturz hier soll jetzt da rein, damit dieser Balken Metallstrebe hier oben abgestützt ist und damit das Fenster reinpasst, weil jetzt passt es nicht, weil nämlich diese Ecke hier rüber guckt, und deswegen müssen wir hier dieses Loch aufgießen und ja, dann diesen Sturz da rein puzzeln. Der passt jetzt aber noch nicht so ganz, da müssen wir jetzt noch die Ecken ein bisschen bearbeiten, dass der da genau reinpasst. Ne? 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 Und dafür holen wir uns den Hammer. Wir haben jetzt hier den Laseranriss am Start und damit die Position bestimmt für unsere Stütze. Und ja, jetzt geht es darum, die Stütze irgendwie einzukeilen und dann eine Schalung zu bauen und Beton zu gießen. Schauen wir mal, wie das geht. Hier ist unser Laseranriss. Und hier wird geschalt. Dieses Ding kommt da rein. Nochmal halten und gucken. Ja. Ja, halten und gucken, ne? Immer mal halten und gucken, ne? Statt messen einfach halten Ja, und gucken. Der Profi macht so. Ja, also ich würde sagen. Muss ja nicht noch tiefer rein hier oben? Ja, nö, glaube ich eigentlich nicht. Also ich meine, man könnte ja jetzt mal hier ein Wasser dran halten. Ja. Ich meine, also das ist ja wohl mal ein Wasser, würde ich sagen. Gut, Oder? Hammer. Ja, scheiße, der Keil ist zu klein. Okay. Warte mal, ich guck mal, wenn du so hältst, ja, dass den Keil dann noch weiter reinkriegt. Ne, so richtig gekeilt ist das dann nicht. Nee. Beliebte Technik. Ja, wer liebt diese Technik nicht, fragt man sich. Der Doppelkeil. Ja, der klassische Doppelkeil. Der klassische Doppelkeil. Ja. Ja? Ja. Ist fest? Kannst du loslassen? Ja. Aber hier, ey. Okay, wir haben jetzt so die Grundprinzipien von Betongießen verstanden an diesem Beispiel. Und zwar Nummer 1, es muss von oben gegossen werden, also kann man sich das oben nicht zubauen. Und was das genau bedeutet, das zeigen wir euch jetzt. Wir brauchen ja hier noch ein Loch, wo wir das dann reingießen können. Und wenn der Kollege, so wie wir geplant hatten, da bleibt, dann ist ja kein Loch da, weil wir es ja zubauen jetzt. Deswegen bauen wir jetzt erst die Verschalung, so dass sie passt. Hier anhand des schönen Lasers. Dann nehmen wir den Kollegen hier wieder raus und dann gießen wir und dann setzen wir ihn wieder ein und hoffen, dass es dann halbwegs stabil ist.
wenn es ausgetrocknet ist. Hey, das ist doch 1A. Ja. Okay. Schön ausgezinkt. Also ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber es fühlt sich auf jeden Fall jetzt erstmal richtig an. Schreibt in die Kommentare, ob das alles so TÜV-genau ist. Und wenn nicht, verklagt mich nicht. Das ist auf jeden Fall, also mit einem Zollstock und einem Stift wird hier gearbeitet, das ist schon sehr präzise. Ja, also dieser schräge Strich ist jetzt die lebenswichtige Markierung.
das Centerpiece von eurem Wohnzimmer. Das ist der Couchtisch. Die hängen. Falls ihr den auch auf die Seite räumen wollt, auf die Decke hängen. Jetzt wird gleich hier die Schalung befestigt und hoffentlich läuft dann nicht allzu viel Zement aus der Schalung raus. Also hoffentlich kriegen wir es dicht. Wir werden sehen. Jetzt wird hier eine professionelle Armierung hergestellt aus Draht. Wir haben hier diese Löcher gebohrt und Schrauben reingesteckt. Also Idee. Und tüddeln da jetzt mit dem Draht nochmal. Das wird schon was kriegen. Ja, glaube ich. Ich mache einfach mal ein paar Streben mehr. Wir wurden ordentlich. Jetzt kommt der große Moment, unsere Schalung anzuschrauben und dann sind wir auch schon ready zu gießen. Ich zeige euch noch einmal, wie die Armierung jetzt gerade aussieht. Das ist hier unsere Armierung. Astreine Spinnennetzarmierung. Ja. Ganz klassisch im Tiefbau. Das ist ein Hochbau hier. Hochbau, ach ja. Ja, wir wissen, was wir machen. Das sieht man. Jetzt wird hier Zement angemischt. Haben wir ja bisher in diesem Projekt noch überhaupt nicht verwendet, dieses Material. Von daher könnt ihr jetzt live dabei sein, wie wir das erste Mal Zement anmischen. Mit dem klassischen Rezept 4:1. Beton mischst du an. Beton mischen wir an, genau. Und dazu nutzen Zement. mit Zement. Ihr seht, wir sind richtige Fachleute hier. Und ja, es gilt das Rezept 1 Teil Zement zu 4 Teilen Sand. Und auf Kies scheißen wir. Genau, auf Kies scheißen wir, weil wir haben so ein bisschen gröberen Sand organisiert. Der Beton wird jetzt gegossen und ja, wir schauen mal, ob die Konsistenz so stimmt. Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr? Wird's was oder nicht? Klingt solide. Super. Jeder einzelne Hammerschlag führt zu so 2 cm Abfall. Hoffentlich in die richtige Richtung. Ich finde, das rollt sich hier schon so aus. Ja, ein bisschen, ja. Ah, jetzt ist es oben grünlich quasi. Jetzt sieht man, wie es absagt. Crazy, wie das absagt. Was geht? Also der Zement bzw. der Beton war jetzt so viel im Volumen, also so stark hat er gegen unsere Schalung gedrückt, dass die sich so ein bisschen von der Wand gelöst hat, weshalb wir jetzt Zwingen organisiert haben und mit denen drücken wir das wieder an die Wand dran. Alright Leute, ein langer Tag ist vorbei und wir haben unser Tagesziel erreicht, und zwar diesen Träger zu unterstützen, also diesen Stahlträgersturz. Und jetzt wird eine schöne Pizza gegessen und ich zeige euch noch einmal das Ergebnis des Tages. So ist jetzt hier die Situation. Da ist der runter. Da haben wir gegossen. Jetzt bleibt es natürlich spannend, ob das auch hält. Tag 2 der Betonieraktion. Heute nehmen wir die Schalung ab und schauen mal, ob es stehen bleibt. Hier sind die ganzen Zwingen noch vorhanden.
Und die nehmen wir jetzt mal ab. Yes. Konsti ist auch wieder am Start. Yes, ich bin neugierig gewesen, was unser Haufen hier macht. Das ist ein bisschen so eine Wulst entstanden im Brett. Wir hoffen, dass es trocken ist und ja, halbwegs stabil. Ne? Schauen wir mal, was wird. Ja. Beamer. So, jetzt ziehen wir auch nicht mehr das Gerüst hier so dran. Wow, also das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Ich würde sagen, ein voller Erfolg. Und jetzt geht es darum, noch ein Stück vom Stahlträger abzuschneiden. Und dann sind wir eigentlich ready für den Wiedereinbau des Fensters. Das muss jetzt noch geschnitten werden, dieses Stück. Und dann sind wir ready. Woo. Yeah. Jetzt wird der Stahlträger abgeflext, der hier ein bisschen übersteht. Das war ja eigentlich das Problem. Deswegen haben wir überhaupt die Säule gesetzt. Ich versuche mal mein Glück. Stahlträger gone. Und ja, der Schnitt sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ich zeige ihn euch mal. Das war doch cool, das hat mega gut geklappt. Sehr schönes Tagesziel erreicht. Alles andere, was jetzt mit Mauern und so weiter zu tun hat, werden wir dann am einem anderen Tag weitermachen. Und ja, ich zeige euch noch einmal kurz Overview, was wir geschafft haben, was die nächsten Schritte sind, und dann freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert, um weitere Videos sehen zu können und weiter dabei sein zu können. Und ja, gebt uns ein Like, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ist es clean geworden, gefällt es euch? Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Tschüssi! Hier unser Träger, hier die Säule. Hier zwischen muss jetzt noch ein bisschen Material. Und hier auch. Und letztlich dann diese ganze Fensterbank wieder erhöht auf die gleiche Höhe. Ja, und dann sind wir ready fürs letzte Fenster.